Egal ob Ski- und Snowboard-Sachen, das aufblasbare Vorzelt oder ganz einfach Fahrräder, Situationen, in denen man sperrige Dinge mit dem Camper oder Wohnmobil transportieren will, gibt es viele. Allerdings ist in Kastenwagen das Platzangebot ja häufig relativ beschränkt. Aber dafür gibt es clevere Lösungen. In diesem Video stellen wir euch ein modulares Heckträgersystem vor, mit dem ihr nicht nur all diese Sachen ganz entspannt transportieren könnt, sondern das so konzipiert ist, dass es sich euren Bedürfnissen anpasst und das sogar aus dem Weg geht, wenn ihr an die Hecktüren wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau funktioniert, bleibt dran. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Dirk von Let's Get Otter hier. In unserem letzten Video aus Italien haben wir es schon angeteasert. Wir haben jetzt einen Fahrradträger und können endlich auch unsere Fahrräder mitnehmen. Aber nicht nur das, wir haben nicht einfach irgendeinen Fahrradträger, sondern wir haben ein ganz tolles, ausgeklügeltes und modulares Heckträgersystem. Wenn man sich den so anschaut, könnte man sagen, ja, sieht aus wie ein ganz normaler Fahrradträger, wahrscheinlich für die Anhängerkupplung, so wie es sie Dutzende gibt. Aber nein, aus unserer Sicht ist dieses Teil so viel besser. Bevor wir gleich ganz konkret einsteigen, noch ein kurzes Wort dazu, wie wir überhaupt zu diesem Heckträger gekommen sind. Tina und ich waren nämlich letztes Jahr auf dem Caravan-Salon und haben uns ganz viele unterschiedliche Modelle angeschaut. Und ja, so relativ zum Ende sind wir beim Stand von Minute angekommen. Da war das Teil ausgestellt, noch als Prototyp, aber die zentralen Funktionen waren schon vorhanden. Dann haben wir uns das vorführen lassen und waren direkt so begeistert, dass wir gesagt haben, genau das Teil wollen wir. Aber er war noch gar nicht im freien Verkauf, er wurde erst noch zu Ende entwickelt und musste dann noch zugelassen werden und all dieser Kram. Aber jetzt, seit Frühjahr ist es soweit, man kann ihn kaufen und wir haben eins der ersten Exemplare bekommen. Vor inzwischen 5 Wochen wurde er an unseren Ducato geschraubt. Seitdem haben wir ihn auf Herz und Nieren getestet und unsere Erkenntnisse, sowohl die positiven als auch ein paar Verbesserungsvorschläge, wenn man es so nennen will, teilen wir heute mit euch. Beginnen wir mit dem allgemeinen Aufbau. Wenn man mit dem Fahrzeug im Alltag unterwegs ist und nichts transportieren will, dann hat man hier nur diesen Grundträger, ohne irgendwelche Aufbauten, ohne im Weg zu sein, ganz schlicht und unscheinbar. Und wenn man jetzt in Urlaub fahren will, muss man als erstes diese Abdeckung hier öffnen. Das geht komplett ohne Werkzeug. Man muss einfach nur diesen Schwenkarm ein kleines bisschen aufschwenken. Im geschlossenen Zustand ist er aber hier die Kappe diebstahlsicher eingeklemmt, braucht man sich keine Sorgen machen. Dann klappt man die beiden Tragarme aus. Auf diesen beiden Tragarmen werden gleich die verschiedenen Module installiert. Hier fällt der elektrische Kontakt auf, der kommt gleich ins Spiel, wenn man das Basismodul installiert. Das machen wir jetzt mal. Das Basismodul wird einfach auf diese beiden Tragarme aufgeschoben und jetzt durch diesen elektrischen Kontakt sind die Leuchten schon automatisch mit dem Fahrzeug verbunden. Man muss also nicht erst ewig unterm Fahrzeug rumkraxeln und versuchen, eine Steckdose in die Steckdose zu fummeln. Es ist automatisch verbunden. Dann legt man den Hebel um. Die grüne Markierung sagt, dass alles korrekt eingerastet ist. Die Leuchten ausklappen und fertig. Das war's. Auf diesem Basismodul wird jetzt der Fahrradträger oder wahlweise die Gepäckbox installiert. Fangen wir mal mit dem Fahrradträger an. Der wiegt keine 10 Kilo und auch der kann komplett ohne Werkzeug montiert werden. Man setzt den einfach hier drauf, öffnet die beiden Hebel, klappt den Bügel zurück und schließt die beiden Hebel wieder. Dann aufklappen, Fahrräder drauf. Fertig. Das war's. Es könnte nicht einfacher sein. Jetzt will man aber natürlich noch an die Hecktüren drankommen und dafür kann man den ganzen Träger einfach aufschwenken. Das geht bis zu 90 Grad und die Traglast des Schwenkarms sind 150 Kilo. Das ist richtig viel und das gilt auch im geöffneten Zustand. Jetzt gibt es natürlich keine Fahrräder, die 150 Kilo wiegen, auch schwere E-Bikes nicht. Aber das zeigt eben schon mal, wie stabil dieses ganze System konstruiert ist. Auch beim Fahren gibt es hier kein Drehen, kein Schwingen. Das ist richtig stabil. Und trotz dieser hohen Traglast und auch wenn da richtig Gewicht drauf ist, geht dieser Schwenkarm ganz, ganz leicht auf und zu schwenken.
Die hohe Traglast kommt aber auch dann ins Spiel, wenn man mehr als 2 Fahrräder transportieren will. Dafür gibt es einen Erweiterungssatz, den hole ich mal. Die Basis davon ist bei uns hier schon verschraubt. Das Element selbst kann dann wiederum auch komplett ohne Werkzeug montiert werden. Man muss nur eben ein einziges Mal die Basis verschrauben. So, man steckt das hier rein und dann gibt es 2 Splinte, die das Ganze sichern. Da haben wir ihn. Und jetzt kann man hier auf diesem Erweiterungsmodul entweder einen zweiten Fahrradträger installieren oder eine Gepäckbox. Das geht ganz einfach, das machen wir auch mal direkt. Die setzt man nämlich einfach hier drauf, schiebt die Verriegelung runter, fest. Das war's. Mehr muss man auch da nicht machen. Und durch das modulare System kann man eben ganz wild durchkombinieren. Man kann entweder nur einen Fahrradträger oder nur eine Gepäckbox drauf machen oder einen Fahrradträger und eine Gepäckbox oder 2 Fahrradträger oder auch 2 Gepäckboxen, wenn man das will. Es gibt für das System auch einen Motorradträger. Der wiederum geht nicht mit diesem Erweiterungsmodul. Das kann nur einzeln verwendet werden, was ganz einfach daran liegt, weil Motorräder und Roller ja alleine schon sehr viel wiegen. Und es gibt auch eine optionale Anhängerkupplung, die unten montiert werden kann, wenn man das will. Man hat also schier unbegrenzte Möglichkeiten. Wir finden das richtig genial. Wir haben aktuell zum Beispiel mein Snowboard und Winterklamotten dabei, weil wir mit Freunden in Österreich Snowboarden waren. Das wäre früher auch nicht gegangen. Und jetzt gleich schauen wir uns all diese Elemente aber nochmal im Detail an. Schauen wir uns die einzelnen Module jetzt aber noch mal ein bisschen im Detail an. Zuallererst der Schwenkarm. Der wird unterm Fahrzeug fest mit dem Chassis verschraubt. Das heißt, das gesamte Gewicht lagert direkt am Chassis. Heißt auch, die Hecktüren werden nicht in Mitleidenschaft gezogen, auch die Scharniere leiden nicht. Und das ist ja gerade bei den schweren E-Bikes heutzutage ein sehr wichtiger Punkt. Was uns auch sehr gut gefällt ist, die Stoßstange wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Bei einem anderen bekannten Hersteller aus den Niederlanden wird bei der Heckträgermontage die Stoßstange an 2 Stellen eingesägt, um den da eben befestigen zu können. Das hat zur Folge, wenn man sein Fahrzeug irgendwann mal verkaufen will, den Heckträger aber ans neue Fahrzeug mitnehmen will, muss man erstmal eine neue Stoßstange kaufen, denn keiner will ja ein löchriges Fahrzeug haben. Das ist bei Minit überhaupt gar kein Problem, denn hier ist die Verstrebung unterhalb der Stoßstange. Er steht 14,5 cm über die Fahrzeuglänge hinaus und wird auf 2 Arten gesichert. Einerseits durch diesen Pin, der von unten nochmal mit einem Splint versehen wird, und andererseits während der Fahrt durch diese Schraube, die dann ein bisschen reingeschraubt wird. Und hier kommen wir auch zu 2 kleinen Kritikpunkten oder sagen wir Erkenntnissen, die wir gemacht haben. Zuallererst diese Schraube, die ist für mich mit meinen doch sehr großen Händen manchmal ein kleines bisschen fummelig zu drehen. Das liegt an diesem zusätzlichen Rahmen, der hier ist. Der ist wiederum dafür da, wahrscheinlich für äußere Einflüsse, um das Ding einfach zu schützen. Aber das hat zur Folge, wenn man so riesige Hände hat wie ich stoße da ab und zu mit meinen Knöcheln einfach dagegen. Und ja, das ist so ein kleines bisschen nervig. Ich habe schon überlegt, hier hinten sind 2 Muttern, 2 Schrauben, die man lösen kann. Dann kann man das Teil einfach abnehmen. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal passende Ringschlüssel griffbereit habe, nehme ich das Teil einfach ab. Zweiter Punkt, wenn man den Heckträger mit 2 schweren E-Bikes und mit einer vollgepackten Gepäckbox beladen hat, dann geht dieser Pin nicht immer ganz so leichtgängig rein. Alles klar, kann man verstehen, denn dann hat man eben auch das maximale Gewichtslimit ausgereizt. Dann muss man manchmal seine zweite Hand zur Hilfe nehmen und die Gepäckbox so ein kleines bisschen zum Fahrzeug ziehen. Dann geht er wieder ganz normal rein. Im ganz normalen Alltag mit 2 Fahrrädern oder auch wenn man zusätzlich noch die Gepäckbox drauf hat, da aber nicht so viel drin ist, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann geht sie butterweich rein. Zack. Aber das ist uns bei Maximalbelastung eben aufgefallen. Beim Schwenkträger hat Minit aber noch ein absolutes Ass im Ärmel.
Ihr seht, jetzt gerade schwenkt der Träger nach links hin auf und das hat auch seine Gründe. Einer ist zum Beispiel, dass man an die Hecktüre die rechte kann, ohne den Heckträger komplett aufschwenken zu müssen. Aber als wir angefangen haben, uns über Fahrradträger zu informieren und auch über Schwenkträgersysteme, haben wir festgestellt, dass es da so ein bisschen zwei Meinungen oder zwei Lager zu gibt. Denn es gibt auch Leute, für die muss der Träger unbedingt nach rechts hin aufschwenken. Als Argument wird da genannt, dass wenn man am Straßenrand parkt und dann den Schwenkträger komplett aufmachen will, dass er natürlich nicht in den Autoverkehr ragen soll. Ja, kann ich verstehen. Allerdings, ich glaube nicht, dass das so wirklich häufig vorkommt. Bei uns zumindest nicht. Aber hier kommt Minit mit seinem Modularitätsgedanken ums Eck. Denn man kann tatsächlich vor dem Kauf wählen, ob der Träger nach links oder nach rechts aufschwenken soll. Ich finde es absolut faszinierend, dass sie das anbieten. Richtig, richtig gut. Und übrigens, wenn man mal irgendwo ist, wo der Untergrund nicht ganz so eben ist, kann man den Träger auch im geöffneten Zustand bei 90 Grad mit dem Pin sichern. Und auch wenn das ganze Teil maximal voll beladen ist, ist der Schwenkarm immer noch trotzdem total leichtgängig, was eben daran liegt, weil er so stabil konstruiert ist. Was man dann aber nicht vergessen darf, und das gilt bei allen Heckträgern, bei allen Fahrradträgern, ist das Thema Gewicht. Der Schwenkarm mit allen Befestigungen unten drunter wiegt 55 Kilo. Beachtet das also bei eurem zulässigen Gesamtgewicht. Wir haben unseren Leitchassis Ducato vorher extra von 3,3 Tonnen auf 3,5 Tonnen auflasten lassen, um eben nicht in Gewichtsprobleme zu kommen. Dann noch ein paar Worte zum Basismodul. Auch das kann abgeschlossen werden, um Diebstahl vorzubeugen. Die Leuchten hier hinten sind LED, also super hell und ja, optisch einfach aufwertend. Die Blinker haben so eine Wischerfunktion, das sieht auch einfach cool aus. Dann, Minit hat aus dem Basismodul und dem Fahrradträger zwei separate Module gemacht. Einerseits, damit man eben unterschiedliche Module befestigen kann, unter anderem eben auch die Box. Andererseits, damit man nicht so viel schleppen muss. Denn beide Teile einzeln wiegen jeweils unter 10 Kilo, können super easy abgenommen und verstaut werden und das Ganze eben werkzeuglos und in wenigen Handgriffen. Hier ist jetzt noch das Erweiterungsmodul verbaut, deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen schwerer, aber auch diesen Erweiterungssatz kann man eben ohne Werkzeug ganz einfach abnehmen und verstauen. Zum Fahrradträgermodul habe ich, glaube ich, schon so ziemlich alles gesagt. Hier passen zwei Fahrräder drauf mit jeweils bis zu 35 Kilo Traglast. Also überhaupt gar kein Problem, auch mit den schweren E-Bikes. Die Ratschen, die hier dran sind super lang und das finde ich gut, denn als wir mit meinem Fat Tire Bike angekommen sind, war ich schon so ein bisschen nervös, ob das passen würde. Es hat nämlich 4 Zoll Reifen, richtig, richtig dick, aber auch die passen hier problemlos drauf. Richtig gut. Und die Rahmenhalterungen, die man festschrauben kann, die haben alle auch ein Schloss, können abgeschlossen werden. Mit dem gleichen Schlüssel übrigens wie alle anderen Module. Und dann zu guter Letzt noch die Gepäckbox. Die ist nochmal richtig groß. Die genauen Maße blenden wir hier jetzt irgendwo ein. Sie ist trotzdem relativ leicht. Die Fronten bestehen aus einem harten Kunststoff. Und das hier oben ist schmutzabweisender und wasserfester Cabrio-Verdeckstoff. Ich bin hier sogar schon mal mit dem Hochdruckreiniger drüber gegangen, als wir in der Waschbox waren. Das ist bestimmt nicht darauf ausgelegt, aber auch das war gar kein Problem. Wenn man die Maße noch ein bisschen vergrößern will, kann man hier einen Reißverschluss öffnen. Den gibt es auf der anderen Seite auch. Und dann hat man hier nochmal so eine Erweiterungstasche. Da kriegt man nochmal ungefähr 10 cm in beide Richtungen. Wenn man also irgendwie super lange Ski oder irgendwas transportieren will, kann man auch das machen. Und die Reißverschlüsse können genauso wie der Verriegelungsmechanismus hier abgeschlossen werden. Und dieser Verriegelungsmechanismus ist super. Der ist so cool durchdacht. Man muss einfach hochziehen zur Seite und dann ist die Box los. Und wenn man sie festmachen will, genauso. Einfach rüber, runter und dann kann man abschließen. Das war's. Mega smart. Richtig gut. Ja, wir sind rundum zufrieden. Das Teil ist richtig cool, total durchdacht, flexibel einsetzbar. Wir sind super happy.
Und dann zu den Maßen. Wir haben mal den Zollstock rausgeholt und nachgemessen. Bei 2 Fahrrädern verlängert sich die Fahrzeuglänge um 75 cm. Das gleiche, wenn man nur die Gepäckbox drauf hat. Bei 2 Fahrrädern und der Gepäckbox sind es insgesamt 114 cm. Und dann letzter Punkt, was wir auch richtig cool finden. Trotz 2 Fahrrädern drauf gehen bei uns hinten die Fenster noch auf. Auch das fanden wir wichtig und gut. Kommen wir zum Preis. Das Basisset, also der Schwenkträger, das Basismodul und der Fahrradträger für 2 Fahrräder kosten zusammen 2.368,10 €. Dazu kommt noch ein Elektrosatz, wenn ihr den braucht, optional für 226,10 € sowie Transport und Montage. Die Preise sind ein bisschen unrund. Das liegt daran, weil Minit aus Österreich kommt, wo es einen anderen Mehrwertsteuersatz gibt und die sowieso eher in Netto rechnen. Der Preis für die Montage wiederum, der ist abhängig davon, von der Werkstatt, wo ihr das System installieren lasst. Das kann im Grunde jede Werkstatt machen, die auch eine Anhängerkupplung an so ein Fahrzeug schrauben kann. Minit hat dafür aber auch ganz viele Partner in Deutschland und auch in Österreich. Schreibt den lieben Leuten von Minit einfach mal eine Mail, ruft da an, dann erstellen die euch ein persönliches Angebot passend für eure Anforderungen und stellen eben entsprechenden Kontakt zu einer Werkstatt her, wenn ihr das braucht. Die Preise für die anderen Module blenden wir euch jetzt hier irgendwo ein, beziehungsweise verlinken euch auch die Preisliste hier unterm Video. Ein Zubehörteil, was ich schon genannt habe vorhin, ist die Anhängerkupplung. Die kostet 297,50 € inklusive Mehrwertsteuer. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben noch richtig gute Neuigkeiten. Wir haben mit Minit gesprochen und konnten einen exklusiven Rabattcode raushandeln für alle Leute, die dieses Video schauen. Wenn ihr bei eurer Anfrage an Minit den Code OTTER5 mit angebt, bekommt ihr 5% Rabatt auf das System und das lohnt sich bei so einem Artikel ja schon ordentlich. Richtig, richtig cool, dass die das mitmachen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Minit. Richtig cool. Der Code ist gültig bis Ende August. Sollten wir den nochmal verlängert bekommen, dann findet ihr eine Info dazu unten in der Videobeschreibung und wahrscheinlich auch als angepinnten Kommentar. Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Wir sind super happy, dass wir jetzt endlich nicht nur Fahrräder, sondern hier und da auch mal ein bisschen spaßiges Equipment mitnehmen können. Bevor wir jetzt bald nach Spanien aufbrechen, werden wir das Snowboard und die dicken Winterklamotten noch tauschen gegen ein aufblasbares Kajak. Das wird auch sehr, sehr cool. Ja, wir können den Minit Heckträger absolut empfehlen. Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Wenn euch irgendwas fehlt, irgendwas unklar geblieben ist, schreibt uns gerne unten in den Kommentaren und dann versuchen wir auch das noch zu beantworten. Und damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg nach Spanien und werden in den nächsten Wochen dann wieder regelmäßig aus Südeuropa berichten. Davor kommen aber noch ein paar andere Videos, sowohl zu Equipment als auch zu Reisedestinationen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und klickt auch gerne unten auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald wir ein neues Video veröffentlichen. Und ihr kennt das, wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auch sehr, sehr gerne auf den Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen. Das mag der YouTube-Algorithmus und das wiederum hilft uns. Vielen Dank dafür und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.